Herzlich willkommen zum Anleitungsvideo für das IDS-Teat-System. Hier zeigen wir euch, was ihr sowohl beim Reinigungsroboter als auch beim DIP-Roboter beachten müsst. Der Roboterkäfig darf niemals irgendwo anders als durch die Sicherheitstür betreten werden. Wenn man die Sicherheitstür bei laufendem Betrieb öffnet, hält der Roboter an und geht sofort in den Notstatus. Bevor man den Roboter startet, muss immer sichergestellt sein, dass sich niemand mehr innerhalb des Roboterschutzgitters befindet. Das ist der Systemzustand Leerlauf. Das System ist jetzt bereit, gestartet zu werden. Der Roboter befindet sich in der Home-Position. Das grüne Licht am Startknopf leuchtet. Das weiße Licht am Schaltkasten signalisiert, dass die Tür sicher geöffnet werden kann. Die Ampel zeigt das weiße Licht. Jetzt wurde die Tür sicher geöffnet, als der Roboter in der Home-Position war. Das rote Licht an der Ampel signalisiert, dass die Tür geöffnet ist und es jetzt nicht sicher zum Starten ist. Vor und nach jedem Melken muss die Kamera des Roboters gereinigt werden, beispielsweise mit einem Mikrofasertuch. Anschließend kontrolliert man den Schutzschlauch des Roboters auf Beschädigung. Bei Bedarf muss dieser gewechselt werden. Wenn man die Tür aus dem sicheren, geöffneten Status wieder schließt, springt der Roboter in den Reset-Status. Das wird angezeigt dadurch, dass die blaue Lampe an der Ampel leuchtet und der blaue Knopf am Schaltkasten. Wenn man jetzt den blauen Knopf drückt, blinkt die blaue Lampe an der Ampel. Das bedeutet, dass er resettet. Und jetzt ist er wieder im Status, dass er sicher gestartet werden kann. Ja, wenn man ihn starten möchte, drückt man den grünen Knopf. Als erstes wird der Roboter gereinigt und befindet sich jetzt im laufbereiten Modus, was durch die grüne Ampel signalisiert wird. Um den Roboter zu stoppen, betätigt man die rote Taste. Jetzt fährt er in seine Home-Position. Die Zeit muss auch auf jeden Fall abgewartet werden. In der Zeit sollte man nicht die Tür öffnen. Wenn der Roboter in die Home-Position gefahren ist, befindet er sich wieder im Leerlauf. In Notfällen kann der Notaus gedrückt werden. Der Roboter hält sofort an und hält auch das Karussell an. Das Notaus wird signalisiert durch die rote blinkende Ampel und alles bleibt stehen und es kann sicher gewährleistet werden, dass nichts zu Schaden kommt. Möchte man den Roboter wieder aus dem Notausstatus herauskriegen, muss der rote Pilzknopf herausgezogen werden. Der Roboter geht dann in den Reset-Status, was durch Drücken der blauen Taste behoben werden kann. Und jetzt ist der Roboter wieder bereit zum Start. Der Roboter sollte nach jedem Melken gründlich gereinigt werden. Er darf am Arm und an dem Schutzschlauch mit Wasser abgespült werden, aber es sollte niemals ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Um den Schlauch zu tauschen, öffnet man hier oben die Klemme, zieht den Schlauch über das Tool
von dem Roboter runter und nimmt von der neuen Schlauchrolle ein 5 Meter Stück, das man vorher aufstülpt und dann von vorne über den Roboter zieht. Der Bürstenwechsel wird durch den Roboter angezeigt, indem die Ampel bunt leuchtet. Um die Bürsten zu wechseln, müssen zunächst die Pins an der Unterseite des Roboterarms arretiert werden. Anschließend können die Bürsten, wie hier zu sehen, herausgenommen werden. Im nächsten Schritt können die neuen Bürsten eingesetzt werden. Dabei wird die offene Seite der Bürste auf den Schlitz an der unteren Seite des Roboterarms geschoben. Um die Bürsten jetzt zu sichern, müssen die Pins gedreht werden, bis sie eingerastet sind. Wenn man die Bürsten dann getauscht hat, kann man das Bürstenintervall zurücksetzen, indem man im Leerlauf, also mit dem Roboter in der Home-Position und der weißen Lampe an, den grünen Knopf gedrückt hält. Der Bürstenroboter hat einen Luftmotor, der mit Öl geschmiert wird. Wichtig ist, dass man immer diesen Ölbehälter kontrolliert. Der hat ein Minimum- und ein Maximum-Level. Der Ölstand sollte sich immer dazwischen befinden. Hier befinden sich die Bürsten- und Dipmittel. Das rote ist das Dipmittel und das blaue ist für den Bürstenroboter. Wenn die 1000-Liter-Container leer sind, schraubt man den roten Deckel ab und schließt einen neuen Container an. Wenn man den IBC-Container mit dem Bürstenmittel oder dem Dipmittel gewechselt hat, kann sich Luft in der Leitung befinden. Wenn man in der Home-Position des Roboters im startbereiten Modus die rote Taste gedrückt hält, kann man die Chemie pumpen lassen, sodass die Luft in den Leitungen verschwindet. Beim Dip-Roboter funktioniert das identisch, das heißt, man hält im Leerlauf den roten Knopf am Schaltkasten gedrückt, damit die restliche Luft aus den Leitungen entweichen kann. Während sich der Roboter im laufenden Status befindet, was durch die leuchtende grüne Ampel signalisiert wird, kann man die grüne Taste gedrückt halten, um die Reinigungsdüse über der Kamera zu betätigen. Wenn Probleme mit den Robotern auftreten, die nicht gelöst werden können, dann bitte unter der hier eingeblendeten Nummer melden. Dort gehen dann die Servicetechniker von Holm und Lausato 24 Stunden, 7 Tage die Woche ans Telefon und können über Fernwartung die Probleme der Roboter lösen. Es muss aber ein Mitarbeiter am Telefon vor Ort bleiben, damit die Sicherheit bei der Fernsteuerung gewährleistet wird.